Natürlich können ganz viele Menschen auf der Welt Schnitzel und leckere Schnitzel machen, aber ich möchte, dass das was Einzigartiges ist, was mir so jetzt nicht irgendwie jemand anders einfach machen kann.
Ja, jetzt muss ich mir meinen eigenen Arbeitsplatz bauen, weil aus irgendeinem Grund werden alle Arbeitsflächen, ich glaube, in Italien angefertigt und sind deshalb leider nur für kleine Menschen gemacht. Was hat dich motiviert, Koch zu lernen? Ich habe damals mein Schulpraktikum in der Küche gemacht und meine Hauptmotivation war tatsächlich, dass der Küchenchef zu mir gesagt hat, als ich gefragt habe, wann muss ich morgen kommen, dass der zu mir gesagt hat, 14 Uhr. Das war meine Hauptmotivation, Koch zu werden, weil ich war davor die ganze Zeit immer in der Schule, musste um 8 Uhr da sein, um 6.30 Uhr aufstehen. Und auf einmal um 14 Uhr erst dahin zu gehen, war für mich irgendwie ein Traum. Und dann war es tatsächlich so, dass ich mich ganz langsam einfach in diesen Job verliebt habe, dass ich mich wohlgefühlt habe, dass ich die Arbeitsatmosphäre toll fand, dass ich selber so eine Art von Stressmensch bin und auch so eine gewisse Art von Stress brauche in meinem Leben. Und den habe ich dort gefunden in diesem Job und ja, hat mir einfach immer sehr viel Spaß dann gemacht und wollte ich nicht mehr raus. Von der Arbeit kannst du jetzt 2 Stunden eine Aufnahme machen. Ich mache mir immer 3 Eimer. Es gibt einen Eimer, das ist der mit der reinen Silberhaut. Die kommt in den Müll. Dann gibt es einen Eimer, das ist ein schönes Fleisch. Daraus kann man Gulasch machen oder eigentlich alles Mögliche, irgendein geschnetzeltes oder keine Ahnung. Oft verschenke ich es auch an Marktkollegen, die halt irgendwie, keine Ahnung, sowas wie Gyros oder Buletten oder andere Sachen auf der Karte haben. Für mich ist das einfach zu viel geworden und wegschmeißen ist scheiße. Und dann gibt's, vielleicht kommt ja sogar nachher der Grieche oder halt so andere Leute von den Märkten, die dann halt damit noch was Schönes machen können. Und in den dritten Topf, da kommt meine Schweinebratensemmel. Das ist immer hier das untere Stück. Das kann man immer noch ganz schön benutzen. Hier, das ist ein schön Fettanteil, Fleisch. Und das ist ein schönes Stückchen Schweinebraten. Das hole ich mir dann hier immer noch raus. Zapp. Dann holen wir hier die Kette runter. Zapp. Und das Stück hier, Zup, das ist schön. Das nehme ich dann in den dritten Eimer. Und so versuche ich halt zumindest so viel wie möglich zu verwerten. Ich brauche halt fürs Schnitzel wirklich, da darf gar nichts dran sein. Das muss alles runter. Immer von sich wegschneiden, nicht zu sich hinschneiden, würde der Meister jetzt sagen. Aber der Meister ist nicht da. Pech gehabt. Am Anfang nehme ich schon ein bisschen immer was weg, damit ich gleich einen geraden Start habe. Und dann haben wir den Lachs. Ich weiß gar nicht, was die Silberhaut. Ich könnte mir vorstellen, ich bin halt kein so besonders körperschlauer Mensch, aber ich würde mir vorstellen, dass das ist, was heutzutage bei uns immer hier mit der Faszienrolle weich gemacht wird. Tatsächlich. Oder?
Die sind auf jeden Genau da? Na hier, diese weißen Dinger. Kennst du nicht diese Faszienrollen, die du immer benutzt? Nee. Was? Das ist der heiße Scheiß. Da legst du dich so rauf und dann rollst du dich die ganze Zeit rüber und danach soll es dir angeblich besser gehen. Okay. Funktioniert nicht, weil es tut voll weh. Aber das machen alle Leute jetzt so. Okay. Ja, die jungen Leute, die machen sowas. Ist an mir vorbeigegangen. Da siehst du, da wird es mal Zeit. Das sind, glaube ich, hier diese Faszien, die wir dann so versuchen weicher zu machen. Oder ich weiß auch nicht, was die versuchen da zu machen. Ist das wichtig, dass man so präzise das Fett wegmacht? Ja, das würdest du am Ende halt alles schmecken beim Beißen. Hier so eine Dinger, wenn du darauf beißt am Ende, das macht halt das Geschmackserlebnis deutlich, das Kauerlebnis alleine schon so. Das ist nicht schön. Die Leute wollen halt wirklich ein ganz zartes, weiches Schnitzel haben. Und dafür muss halt jetzt was dran bleiben könnte. Das sind immer so kleine Fettpolsterchen, ne? So, das ist nicht schlimm. Die würden auch beim Ausbacken fast schon verschwinden. Aber was weg muss, ist sowas hier. Ne? Das geht halt gar nicht. Da musst du dann runterschneiden und wegmachen. Weil das würdest du halt wirklich merken und auch als störend beim Essen empfinden. Und das ganze andere, die ganze Silberhaut, wie man die nennt, die wird halt, das ist ein ganz festes Material. Und wenn du das brätst, dann zieht sich das zusammen. Und das heißt, das Schnitzel, wenn ich jetzt sowas hätte, das würde sich ja auch in der Art verformen und du würdest darauf am Ende wie auf ein Kaugummi kauen. So, das ist nix. Das schmeckt dann nicht. Und da sind ja auch hier, ne, das sind die Knorpel, so, die müssen auch alle weg. Dann gehst du immer mit der Hand nochmal rüber und dann weißt du Bescheid und dann tschapp. Und woher beziehst du dein Fleisch? Hast du da so deinen speziellen Lieferanten? Ja, da fahre ich immer am Montag hin, das ist auf dem Großmarkt. Und das ist relativ gut, ich mag den und kaufe immer beim gleichen da. Leider muss ich fürs Kalbfleisch immer wieder woanders hinfahren, weil das hat er nicht so toll. Aber das ist ja da zumindest alles relativ nah beieinander, da hinten bei Beuselstraße. Genau. Ist halt immer, man muss halt immer gucken, weil wenn man so viel kauft, das sieht man ja jetzt hier, das ist gut, ne? Aber man hat halt immer auch mal wieder das meiste Problem. Ich habe es bei dem hier vorhin ein bisschen gemerkt, so, wenn das Fleisch ein bisschen mehr so in die Richtung rosa geht, ne, hier ist es so schön und hier ist so ein bisschen dunkler, dann hat das hier auf jeden Fall schon mal ein bisschen auch vielleicht Stress gehabt. Ne? Ist auch ein bisschen, das sieht man. ist ein bisschen klebriger die Haut, ne? Hier ist ein bisschen glatter. Es hat so eine andere Haptik und das gilt es halt zu vermeiden. Das macht sich im Geschmack auch bemerkbar und da gibt es halt bestimmte Lieferanten. Ich will jetzt keine Namen nennen. Tönnies! Und da ist es halt deutlich verstärkter. Ne? Also da wird halt weniger auf das Tierwohl anscheinend geachtet, sage ich mal. Und dann gibt es welche, wo es halt einfach, es kommt immer vor. Also machen wir uns nichts vor, es geht hier darum, Tiere zu töten. Die sind nicht tiefenentspannt. So gut wie es geht. Und da gibt es halt welche, die achten da mehr drauf und andere, die achten da weniger drauf. Das ist eigentlich das, was ich mir in meiner Preiskategorie nur erlauben kann. Ne? Also ich kann jetzt nicht irgendwie auf Bio gehen und sagen, ich hole das also regional ist ziemlich gut, was Schweinefleisch angeht, weil das Schweinefleisch halt sowieso teilweise zum größten Teil aus Sachsen und Brandenburg kommt. Da haben wir jetzt kein großes Problem hier bei uns. Aber dass man dann wirklich auf Freihaltung, also dass die draußen rumgelaufen sind oder so, das ist schon, das würde sich preislich bei mir leider nicht, wäre nicht möglich, das würden die Gäste leider nicht mitmachen. Ist aber auch, ich sag mal, ein bisschen zu angespannt, die Lage dazu, einfach wirtschaftlich überall, anstatt dass ich jetzt sage, ich verkaufe das Schnitzel jetzt nicht mehr für 8 €, sondern mache ich halt einfach für 15. Das wäre für viele wirklich zu krass. So Einzelne könnten sich das leisten, das ist okay, das weiß ich auch, aber für die Masse wäre das zu viel.
auf jeden Fall zur Zeit. Deshalb versuche ich mich da irgendwo bei Klasse 2 bis 3 einzupendeln und halt darauf zu achten, dass die Fleischqualität und der Geschmack sozusagen hinhaut. Und das ist bei dem hier eigentlich immer ganz gut. Das ist das Beste, was ich so bekommen kann, was ich so in all den Jahren hat sich das so rauskristallisiert. Wie lange machst du das jetzt schon? 4 Jahre, glaube ich. 2022. Ich habe im Februar 22 angefangen. Jetzt haben wir 26. Das passt mit 4 Jahren, ja. Schon ein bisschen länger als 4 Jahre. Fühlt sich noch nicht so an irgendwie. Fühlt sich immer noch so an, als wenn man gerade erst angefangen hätte. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, mit Schnitzel als Streetfood zu verkaufen? Na, ich mache das eigentlich schon so ein bisschen mein ganzes Leben, sage ich mal. Seitdem ich 15 bin, bin ich immer so in der deutsch-österreichischen Gastronomie unterwegs. So, im ersten Betrieb hat ein Österreicher gearbeitet, wo ich meine Ausbildung angefangen habe. Dann habe ich nochmal den Betrieb gewechselt, da waren es dann auch schon ein Österreicher. Und ich bin dann immer so ein bisschen den Österreichern treu geblieben, muss ich sagen. So, weil ich irgendwie fand, dass die mehr Sachen selber gekocht haben und weniger auf Convenience gegangen sind. So. Da waren dann viele so deutsche Küche in der Zeit, wo ich so meine Lehre und damit gerade fertig war. War gerade so eine Zeit, wo einfach so krass viel Metro war einfach. Also alles Mögliche nur noch fertig in der Metro gekauft. Knödel, Spätzle und dann einfach nur noch in die Pfanne geschmissen und rausgehauen. Und das habe ich halt so bei den Österreichern, die ich damals so in Berlin kennengelernt habe, wo ich gearbeitet habe, anders erlebt. Die haben irgendwie noch so mehr selber gemacht. Vielleicht hatte ich ja einfach Glück gehabt, was die Betriebe angeht. Und dann ist es irgendwie so geblieben. Dann bin ich irgendwann mal vom Österreicher zum Österreicher zum Österreicher. Und irgendwann ist man ja auch so ein bisschen connected mit den Betrieben und den Leuten, die da alle mal gearbeitet haben. Und das war halt immer dann Schnitzel. Und auf die Idee gekommen bin ich dann in Corona. Da habe ich in einem Laden gearbeitet, wo ich so ein bisschen freie Hand hatte. Da war ich damals sowas wie Küchenchef. Und der Chef, der glänzte durch Abwesenheit, sage ich jetzt mal. Und wir hatten aber so eine Art Schaufenster und dann haben wir sozusagen die Schnitzelsemmel da rausgehauen. Und es lief echt ganz gut. Und das war so der Grundanfang, sage ich mal, meiner Idee, dass ich halt gemerkt habe, ja, das ist doch eigentlich jetzt so ein bisschen wie Streetfood. Ich stehe hier, habe das Fenster auf, verkaufe die Schnitzelsemmel raus und das hat mir Spaß gemacht und ich fand die Idee auch eigentlich ganz geil. Und dann habe ich es irgendwann tatsächlich auf den Märkten ausprobiert. Erst in ganz, ganz, ganz klein. Und das ist eigentlich echt gut angekommen. Und dann habe ich es immer professioneller aufgezogen. Und mittlerweile ist es ja so richtig mit Anhänger und kleiner Küche. Und es scheint gut anzukommen bei den Leuten so. Wenn man die Nachfrage sich anschaut, scheint die Idee gut zu sein. Du kommst ja kaum hinterher, oder? Ich komme kaum hinterher, genau. Leider. Das ist natürlich auch der Nachteil. Das ist jetzt halt alles, was wir heute hier an Vorbereitung machen, ist dann nur für 2 Tage. Ne? Also es ist jetzt schon, weil wir sind ja am Samstag schon nicht mehr auf der Linda. Wir sind ja dann nur noch am 16. und am 30. auf der Linda. So, das ist jetzt was für jeden Koch natürlich scheiße ist zu sehen, aber das hier kommt halt alles in den Grillbarnier.
Natürlich, wenn ich jetzt in einem größeren, geschlossenen Kreislauf, wie es im Restaurant ist, arbeiten würde, würde man daraus natürlich Soßen anfangen zu setzen, Brühen und irgendwelche Grundsoßen, die dann wieder bei anderen Gerichten auch gebraucht werden würden. Aber ich brauche einfach nichts anderes außer das Schnitzel und deshalb versuche ich halt so viel wie möglich zu retten. Aber am Anfang habe ich dann immer noch irgendwann angefangen, irgendwie mir Jus anzusetzen, irgendwelche Grundsoßen zu machen, die einzufrieren. Irgendwann habe ich einfach gemerkt, was soll ich denn damit? So, ich kann die halt verschenken an Freunde, Bekannte, das habe ich am Anfang gemacht. Aber irgendwann wurde es so viel. Was soll ich mit so viel Soße? Was sollen meine Freunde mit so viel Soße? So, die gucken mir auch irgendwann an. Und es kostet ja auch am Ende wieder Zeit und auch Geld. Ich brauche ja Strom, wenn ich die Soße machen will. Ich muss mal Tomaten marken, Sellerie, eine Möhre. Dann muss ich noch zukaufen und das alles für, ja, halt am Ende für nichts. So, es lohnt sich halt nicht. Nehmen wir mal ein paar raus hier. Und ja, deshalb wird leider auch einiges dann weggeschmissen, so, was ich nicht benutzen kann. Das hier merkt man ja, das ist ja auch schon eine Menge, was man halt noch so retten kann. Das kommt natürlich alles irgendwie, weil das ist halt reines Fleisch. Das wäre wirklich, das bringe ich nicht übers Herz, das wegzuschmeißen, weil man damit wirklich noch viel machen kann. Und das geht halt nicht. Das wird jetzt halt vakuumiert. Und dann wird es verschenkt. Außer es wäre Winter, dann würde ich jetzt auch sagen, gut, da kochen wir einen schönen Gulasch mit. Aber jetzt im Frühling und Sommer, ich habe ja jetzt noch im Endeffekt Gulasch im Tiefkühler, weil den will einfach keiner mehr essen jetzt um die Jahreszeit. Es ist nicht die richtige Zeit, dass du sagst, auf dem Markt jetzt mal einen schönen warmen Gulasch. Genau, jetzt haben wir das Ganze zu. Jetzt kommt es in den Kühlschrank und dann rufe ich da gleich mal meinen Kollegen an, weil sonst habe ich auch nicht so viel Platz im Kühlschrank tatsächlich. Wie viel Kilo verarbeitest du jede Woche? Ungefähr? Ungefähr so 250, also 200 bis 300 Kilo Schwein und Kalb zwischen 40 und 100 Kilo. So ein bisschen saisonabhängig und wie viele Tage man arbeitet und genau. Beim Kalb ist so ein bisschen, Kalb ist auch Anfang des Monats deutlich mehr als Ende des Monats als Beispiel. So. Da Anfang des Monats merkt man, okay, da lässt man es mal krachen mit dem Kalb. Ende des Monats wird dann auch mal lieber gesagt, ach, heute reicht auch mal ein Schweinchen. Das spürt man schon so im Verkauf auf jeden Fall. Ist ja auch legitim dann, so sage ich mal. Und da stellst du dich dann immer schon so ein bisschen drauf ein? Ich stelle mich da ein bisschen drauf ein, genau. Das sind dann so die... lieben Kollegen den Trick irgendwann mal erfahren. Die kommen heute alle in den Topf, werden gekocht, nur aufkochen und dann runter. Und dann bleiben die bis morgen stehen. Wenn ich morgen komme, sind die immer noch so lauwarm und fertig. Und auf die Art und Weise spare ich uns ein bisschen, dass wir morgen direkt, dann kann ich direkt loslegen, einfach Kartoffeln schälen, weil alles ist schon fertig. Und muss nicht morgen dann anfangen, Kartoffeln erst aufzusetzen. So einfache Dinge haben mein Leben dann aber doch ganz schön gut verändert. Also war ein guter Tipp. Bernd, ich denke an dich.
So. Das ist ja jetzt der Schweinebraten hier. Den würzen wir ein bisschen. Ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Knoblauch. Salz. Zapp. Kicken wir mal. Yes. Hier haben wir noch Knoblauchöl von letzter Woche, Rinder. Da fragt man sich doch fast, wie lecker sowas aussieht auf dem Video, oder? Weiß nicht. Aber zum Glück seht ihr das hoffentlich auch noch das fertige Produkt. Wenn ich was habe zum Marinieren, dann vakuumiere ich das auch immer sehr gerne. Dann kriegst du den Geschmack immer noch sehr gut auch ins Fleisch rein. Mal alles rein, Ordnung machen wir nachher. Der kann alleine weg.
Liebe Köche, ganz wichtig, nicht einfach so alle Messer und alle Sachen in eine Schublade schmeißen, weil da werden die Klingen stumpf von. Ne? Ich habe das hier nur als Negativbeispiel gemacht, nur damit ihr wisst, wie ihr es nicht machen sollt. Ganz wichtig. So. Circa 120 Gramm. 100 Gramm wisst ihr ja, stehen an der Karte. Die kriegt jeder Gast bei mir garantiert. Und damit ich mich jetzt nicht Abschnitte habe, gehe ich selber direkt immer auf 120. Das heißt, wenn ich ein bisschen mich verschneide, dann bin ich immer noch im grünen Bereich sozusagen. Das heißt, im schlimmsten Fall kriegen meine Gäste einfach nur zu viel Schnitzel. Aber wenn ich jetzt unter 100 schneiden würde, dann müsste ich das ja aussortieren. Und da habe ich ja keinen Bock drauf, weil das wäre ja Verschnitt. Deshalb versuche ich mich so auf 120. Und dann siehst du, jetzt habe ich hier nur 105. Aber ich bin ja fein, weil 100 Gramm steht drauf. Das heißt, das ist alles im grünen Rahmen. Gibt es einen grünen Rahmen? Nee, ne? Es gibt keinen grünen Rahmen. Grüner Bereich. Ein grüner Bereich. Aber falls ihr mal einen grünen Rahmen findet, dann denkt an mich. Da muss man immer nur ein bisschen drauf achten, dass also ich wiege jedes Schnitzel. Ich weiß, da wird jetzt der eine oder andere sagen, na, das ist doch Zeitverschwendung und so. Ich weiß nicht. Ich fühle mich damit wohl. Ich habe immer, das Schnitzel verändert sich ja, wie ihr seht. Hier ist es dünn, da ist es dick, am Anfang ist es wieder dünn. Dann ist es hier hinten im hinteren Bereich immer ein bisschen lockerer, vorne ist es ein bisschen fester. Und damit ich mich halt so nicht grob verschneide, wiege ich jedes Schnitzel, dann weiß ich auch ungefähr, wie ich das nächste, wenn ich jetzt merke 110, da war ich perfekt, das heißt den nächsten Schnitt setze ich gleich an. Jetzt habe ich gemerkt, gut, 113, auch noch gut, da kann ich immer noch so bleiben. Und so bewege ich mich dann einfach einmal durchs ganze Schnitzel durch. Jetzt wird es kritisch hier am Ende, da kicke ich einmal, was das Ganze hat. 2, 3, 3, da haben wir uns 2 Stücken raus. Zapp. Gut, gut. Dann auch langsam aus der Wärme holen. Deshalb müssen wir jetzt immer zwischendrin vakuumieren und kühlen. So haben wir mal 30 Stück in einem Beutel. Aber jetzt sieht man vielleicht hier in dem Video auch noch mal so schön, weil es gibt ja auch wirklich viele Leute, die immer wieder so sehr, sehr traurig sind darüber, dass ich ausverkauft bin. Was ich natürlich auch verstehen kann, wenn man irgendwo hingeht und man freut sich darauf und dann gibt es nichts mehr. Aber es ist halt wirklich ein frisches Produkt so und ich muss am Ende des Tages irgendwie ausverkauft sein, weil ich kann nicht Fleisch wegschmeißen. Das ist einfach erstmal zu wertvoll auf einer ethnischen Ebene. Es ist ja immerhin ein Lebewesen, was wir hier gerade verarbeiten und das soll man halt nicht wegschmeißen. Und dann aber auch finanziell einfach. Also Fleisch ist einfach das, was bei mir am Wareneinsatz halt richtig, richtig krass ist. Ne? Also es ist halt so, also da gehen richtig viele Scheine jede Woche so über den Tresen, wenn man da Fleisch bezahlt.
Und das dann wegzuschmeißen, das geht einfach nicht. Also da müsste ich meine Preise anheben, um dann Fleisch wegschmeißen zu können. Und das finde ich auf vielen Ebenen schwachsinnig und falsch. Und deshalb ist mir das tatsächlich eher so, dass ich eher lieber ein bisschen knapper kalkuliere und sage, komm, ja, wird schon ganz gut gehen so. Und aber dann wirklich auch am Ende des Tages um eine gute Uhrzeit dann ausverkauft bin und nichts wegschmeiße. Am Ende der Woche so. Ich habe natürlich auch eine gewisse Zeit, also es ist jetzt auch nicht so, dass ich extrem Zeitdruck habe. Wenn ich jetzt diese Woche ein riesen Gewitterschauer kommt oder so, muss ich das nicht alles wegschmeißen, sondern dadurch, dass es ja frische Produkte sind, also die sind ja gestern erst vom Großmarkt gekommen, die haben jetzt rein theoretisch ein Haltbarkeitsdatum noch von, ich glaube, 4 Wochen, wenn man sie eingepackt lässt. Das heißt, jetzt habe ich sie ausgepackt, aber ich vakuumiere sie wieder ein und dadurch komme ich halt auch locker auf meine 2 Wochen Haltbarkeit. Und so kalkuliere ich dann halt ungefähr auch mal, dass ich denke, okay, diese Woche, da kommt ein Regen, natürlich kaufe ich schon weniger ein, aber im schlimmsten Falle kann ich es immer noch die Woche darauf verkaufen. Den ziehe ich jetzt meistens direkt 2 Schweißnähte rein, weil aus Erfahrung ist es eine unglaubliche Sauerei, wenn man so eine Tüte aufgeht und du den ganzen Kühlschrank einsaust. Deshalb kriegen wir immer 2 Schweißnähte, die Fleischtüten. Dann sind die auch wirklich zu. Und wieder Wasser. Normalerweise mache ich das alles viel schneller, aber weil der Kameramann etwas langsam ist, mache ich heute alles ein bisschen langsamer, damit der auch hinterherkommt. Sonst wäre ich jetzt schon fast fertig natürlich. Das ist richtig mit Maserung. Da frage ich mich auch manchmal, was bei denen passiert, dass die manchmal richtig gute Schweine haben zwischen denen. Naja, das kommt nicht ins Video, bitte hier. Hallo. Nee? Weiß ich nicht, ich verstehe es nicht. Wieso? Naja, es ist halt wirklich von der Qualität ist das hier besser. Das ist für das an. So, ne? Das war ja früher mal alles so irgendwo und noch viel mehr. Ne? Dass du Fett im Muskel hattest, sage ich jetzt mal. Und das ist ja rausgezüchtet, Stück für Stück für Stück, weil die Menschen immer weniger Fett haben wollten und lieber nur das reine Muskelfleisch haben wollten. Und jetzt kommen sie ja langsam wieder auf den Trichter, dass sie merken, na warte mal, ist Fett ja Geschmacksträger und eigentlich geil und so. Und deshalb wird es ja jetzt gerade im Rindfleischbereich auch wieder viel so gezüchtet und so halt hoch geschätzt und hoher Preis für so schöne Maserungen. Und jetzt beim Schwein ist man ja auch wieder so, diese ganzen spanischen Schweine da mit der Eicheln und so, die halt eine schöne, fettige Maserung haben und so, die kriegt man ja mittlerweile auch wieder. Aber wir haben halt noch so viele von den anderen Zuchten wahrscheinlich bei uns im Umlauf. Ein bisschen schade eigentlich. Und zwischendrin merkst du manchmal so, hör, was habt ihr mit dem gemacht? Habt ihr dem was zu essen gegeben oder keine Ahnung, ich check's nicht. Keine Ahnung. Gut,
füllen wir gleich weg. So. Oh, das ist ein guter Moment. Halal. So, haben wir das mal einmal festgehalten. Mittlerweile essen ja schon viele am Maybachufer auch einfach so bei mir, aber der eine oder andere Zweifler war immer dabei. Ja, glauben die das? Ich wusste es ja selber lange Zeit nicht. Ich hatte einen Kollegen, Madi, ist eigentlich ein Freund von mir, der hat mit mir immer gearbeitet und der ist Moslem und der hat immer das Fleisch nicht gegessen und wir haben extra immer für ihn nochmal Kalbsfleisch Halal gekauft, bis ich mir irgendwann mal die Packung angeguckt habe von meinem Fleisch und da ist ja wirklich, das ist ja Halal. Halal einfach jetzt Standard oder so, keine Ahnung. Also muss man gar nicht extra holen, sondern das, was ich immer kaufe, ist sowieso schon Halal. Kalbfleisch hat irgendwann mal eine andere Kategorie noch bekommen, nämlich von etwas älteren Tieren, das heißt Kalbfleisch Rosé. Das ist das, was wir hier haben.
Gibt natürlich auch normales Kalbfleisch. Das kostet aber deutlich mehr. Und ich habe alles durchgetestet und ich bin am Ende eigentlich sehr zufrieden mit diesem Produkt hier. Das ist relativ gut und die Gäste sind auch zufrieden. Und es ist auch immer noch teuer genug, um ehrlich zu sein. So. Und das reine Kalbsfleisch, jetzt was ganz hell ist, was dann wirklich nur mit der Muttermilch und so gestillt ist oder mit Milch, das rechnet sich nicht. Da sind wir dann bei so einer Summe, dass ich vor Jahren hätte wirklich radikal erhöhen müssen, damals, als das alles losging mit der Preiserhöhung vom Fleisch. Und da habe ich damals gesagt, nee, ich gehe auf Kalb Rosé, aber bleibe bei meinem Preis sozusagen. Das war mir dann der Deal. Und es gab auch, um ehrlich zu sein, keinerlei negative Rückmeldung oder sowas. So. Da holen wir uns gleich noch unser Mittagessen raus hier. Ein bisschen was essen hier. Mein Mittagssnack immer am Dienstag. Kalbfleisch. Das ist dann auch Resteverwertung sozusagen. Das ist absolut nachhaltige Resteverwertung. Das ist sehr gut. Ansonsten mache ich davon auch dann, wenn ich mich nachher verschneide oder so beim Fleischschneiden, wenn ich die dann klein mache und jetzt aus dem da, wenn es zu viel ist für Mittagssnack nur für mich, dann wird es auch eingefroren. Da kann man ein schönes Kalbsgeschnetzeltes oder so, was man daraus machen, was es dann als Tagesgericht gibt. Fehlt mir meistens nur die Zeit für, aber einige Gäste werden wissen, dass es das dann manchmal schon gibt. Oft dann einfach so auch zum Mitnehmen für die selber, für zu Hause oder so, vakuumiert. Dann gibt es halt einen guten Preis. Dann haben sie ein Gericht, was sie sich zu Hause einfach nochmal warm machen können. Und für mich ist es ja eigentlich noch besser, das zum Mitnehmen zu verkaufen, weil dadurch mache ich mir meine Schnitzelgäste nicht weg, sondern die essen den Schnitzel vor Ort und nehmen Kalbsgeschnitzeltes mit. Und dann habe ich sozusagen 2 Sachen verkauft, anstatt nur einer. Und da ich ja ganz am Anfang tatsächlich eigentlich mal mit der Idee gespielt hatte, als ich das Geschäft eröffnet habe, Schnitzel und eingeweckte leckere deutsch-österreichische Küche zu verkaufen, was auch viel Spaß gemacht hat und auch gut angelaufen ist, aber irgendwann sind die Schnitzel einfach so viel geworden, dass ich mich auf eins von beiden konzentrieren musste, weil das ganze Eingewecke in die Gläser mit dem Sterilisieren und so krass zeitaufwendig ist. Habe ich das ja irgendwann dann einfach rausfallen lassen aus dem Programm. Aber eigentlich finde ich die Grundidee ja immer noch schön so. Und gerade Onkel Toms Hütte wird es auch immer gerne angenommen, so von auch älteren Menschen, die einfach sagen, sie sind alleine zu Hause und haben jetzt keinen Bock für sich irgendwie so ein Kalbsgeschnetzeltes nur für sich selber so zu kochen, weil der andere Teil schon verstorben ist oder halt nicht da ist. Und dann freuen die sich darüber total. Also kommt eigentlich gut an. Keine Ahnung, was psychologisch über mich aussagt, dass jedes Kalb von mir immer noch mal so einen Klaps bekommt. Aber ich finde, man muss auch nicht alles immer wissen oder hinterfragen. Kalb kriegt einen Klaps, Punkt.
Das kommt wahrscheinlich auch weg, aber ich hebe es mal noch einen Tag auf. Vielleicht will das ein Bekannter von mir noch haben für Suppe. Ich hoffe. Ja, das Kalbschneiden ist halt nochmal leider ein bisschen komplizierter als das Schwein, weil die bleibt nicht so schön gerade wie das Schwein, sondern die verändert sich die ganze Zeit. Und ich will auch immer am allerliebsten die nicht durchschneiden. Ich mag das nicht so gerne. Ich habe das am liebsten, wenn ich die in ein Stück schaffe zu schneiden. Weil dann ist das Klopfen am Ende leichter. 1, 2, 3, 4, 5. So. Wenn ich das schaffe, die so hinzubekommen, dann bin ich halt wirklich beim Klopfen deutlich schneller, als wenn ich mir jetzt das ganze Ding in der Mitte einmal durchschneide und dann runterschneide. Dann muss ich ja wieder dicker werden. Ist dann einfacher zu schneiden, aber ja, muss ich mehr klopfen. Und dann denke ich jetzt lieber ans später, weil das Klopfen ist echt schon ganz schön, ja, auch ein bisschen kräfteraubend. 4, 5, 6, 7. Wie viel Gramm müssten es im Optimalfall sein? 120. 120 Gramm ist optimal und 160 ist dann ein bisschen Fülle. Ich versuche mich zwischen 115 und 140 zu bewegen. So, dann fühle ich mich wohl. Wenn es jetzt viel weniger ist, dann kommt ein Ausgleichsstück dazu. Hier zum Beispiel, dann habe ich hier so kleine Stücken, die kommen rein zu, damit ich mir das halt auch merke, wenn ich das dann am Klopfen bin, dass das dazugehört. Dann schneide ich auch mal ein Stückchen weg.
Meine Frage, wieso machst du dir eigentlich diese ganze aufwendige Arbeit? Es ginge ja auch einfacher. Du könntest ja wahrscheinlich die auch schon so geschnitten kaufen und vieles an Vorbereitung sparen. Warum mache ich mir denn Arbeit? Ja, bei dem Fleisch geht es mir wirklich darum, dass ich es frisch habe. Das ist mir wichtig persönlich so. Wenn ich das schon fertig gekauft habe, also schon vorgeschnitten oder im schlimmsten Falle schon vorgeklopft, dann habe ich am Ende auf jeden Fall ein trockenes Fleisch, weil das ist zu früh dann verarbeitet und da läuft der Fleischsaft aus und das will ich nicht. Bei den Salaten, ich weiß nicht, ich will halt eigentlich nicht. Also ich bin ja vom Beruf Koch und es macht mir total viel Spaß. Und wenn ich mir jetzt irgendwie alles wegnehme, ich mache ja jetzt schon wirklich nur noch sehr wenig meines Berufes, so sage ich jetzt mal. Und dann nehme ich mir alles weg, was ich noch so habe, was mir halt auch Spaß macht, halt das Zubereiten von Speisen. Und das wäre, ich würde mich damit einmal gar nicht wohlfühlen und zweitens, ich wüsste nicht, wozu ich dann diesen Beruf noch machen sollte. So, dann wäre ich da falsch, meiner Meinung nach. Ich möchte lieber die Sachen alle selber machen, probieren, meine Rezepte damit einbringen. Ich möchte, dass das was Einzigartiges ist, was mir so jetzt nicht irgendwie jemand anders einfach machen kann. Natürlich kann ganz viele Menschen auf der Welt Schnitzel und leckere Schnitzel machen, aber mir geht es halt so darum, dass ich so meine Sache mache. So, es ist ja jetzt auch okay, dass ich sage, zum Beispiel, ich habe halt Kalb Rosé und nicht Kalb. Ich habe auch keinen Kringel von einer Sardelle mit einem kleinen Stückchen Kaper in der Mitte drin. Da könnte jetzt auch der eine oder andere sagen, ist das denn überhaupt ein Wiener Schnitzel am Ende des Tages? Ich würde sagen, weiß ich nicht, es ist halt ein geiles Schnitzel und das ist das, was ich gerne machen möchte. Ich möchte gerne das, was man sonst im Restaurant kaufen kann, für einen ehrlichen Preis und halt von mir selber an den Mann und Frau bringen und hoffen, dass die Leute das mögen und dass die die Arbeit, die da drin steckt, schätzen und dass ich auf die Art und Weise halt meinem Handwerk hoffentlich alle Ehre mache so und nicht irgendwie jetzt einfach rausgehe, ein bisschen Kartoffelsalat bei Hamburger kaufe, mir ein paar Scheiben Fleisch vorklopfen lasse und das Ganze dann sage, ja, ich mache hier Schnitzel. Das ist dann eine schöne Idee, aber es hat dann nichts mehr mit Gastronomie und Kochen zu tun. Das können wir schon mal wegstellen. Jetzt habe ich das Ganze geschnitten und ich sagte jetzt schon, mein erstes Gefühl. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Das wird schon wieder eine knappe Nummer. Das wird schon wieder, selbst für 2 Tage, weiß ich nicht, ob das reichen wird. Naja, mit Regen müsste es hinhauen. So, jetzt muss ich hier einmal Ordnung schaffen. 2. Die kommen nach vorne. So. Das machen wir gleich. Dann die noch. Das sind die vegetarischen Schnitzel. Die habe ich jetzt schon fertig, die habe ich jetzt nicht mit für euch leider. Die mache ich auch selber. Und das ist eine Mischung aus Seitan, Soja, Tofu, Kichererbsen, verschiedenen Gemüse.
Und die kommen auch in den Beutel rein, weil der Seitan, wenn man den ohne Beutel macht, der will immer wieder zurück in seine Ursprungsform. Der verhält sich so ein bisschen wie so, keine Ahnung, wie so ein Kleber oder sowas. Aber dann mache ich den ins Vakuum rein. Und im Vakuum kann ich ihn ausrollen und dann in diesem Kochbeutel kochen. Das mache ich dann auch für die Vegetarier und dann wird es vegetarische Schnitzel. Ich sag mal so, es gibt mittlerweile von großen Vereinen Produkte, die wirklich besser schmecken, gebe ich ganz ehrlich zu. Die sind auf jeden Fall näher an dem Schnitzel dran, aber ich wollte halt einmal irgendwie auch was selber machen und nicht einfach irgendwas kaufen und das dann den Vegetariern geben. Und andererseits ist es halt, ich sag mal, in Anführungsstrichen gesund. Ne? Also da ist halt keine Scheiße drin, da ist irgendwie keine Zusatzstoffe, keine Haltbarmacher, keine Farbstoffe und was da sonst alles so drin ist in den ganzen Produkten heutzutage, die halt für Vegetarier angeboten werden. Und deshalb ist es für mich der schönere Kompromiss, dass ich sage, ich bin dann Koch, ich verkaufe das, also ist es selbst gemacht. Und es ist vielleicht nicht so gut wie irgend so ein chemisch hergestelltes Superschnitzel, aber es schmeckt lecker, definitiv. Und es ist was Schönes, dass man zusammen essen gehen kann. Dass wenn in der Familie irgendwie 2 Vegetarier und 3 Fleischfresser sind, dass die halt trotzdem gemeinsam was essen können und nicht dann gesagt wird, der eine muss sich da was holen und der andere da. Das finde ich ein bisschen blöd. Genau. So, die gucke ich immer einmal schön durch. Die stehen immer da ganz oben, da wo es halt auch am wärmsten ist. Aber manchmal schimmelt doch eine, da muss man halt leider doch alle wegschmeißen, aber die sind schön durchgetrocknet alle. Die hauen wir jetzt hier durch die Maschine durch. Und ab die Luzi. Meine Semmelbrösel, die kaufe ich eigentlich aus Österreich. So, und das hier, das ist wirklich nur so, wenn ich mich halt verkalkuliere, zu viele Semmeln mache, dann schmeiße ich die halt nicht weg am Ende des Tages, sondern die werden dann halt immer aufgehoben, schön langsam getrocknet, dass sie richtig schön trocken sind und dann mache ich das nochmal durch und das mische ich dann wiederum mit meinem gekauften Semmelmehl. So. Und das, was ich da kaufe, das ist aber ziemlich gut. So, also das will ich nochmal. Da gab es auch mal ein Missverständnis von irgendjemandem, der auf TikTok ein Video von mir gemacht hat, ohne mich vorher zu fragen. Und der hat in diesem Video behauptet, ich mache all meinen Semmelbrösel selber. Das stimmt nicht. Also ich kaufe das, aber natürlich schmeiße ich meine Semmeln, die ich nicht verkaufe, nicht weg, sondern damit mache ich nochmal Semmelmehl und das benutze ich selbstverständlich auch für meine Panade, weil das ist ja super lecker.
So. Das kommt ins Trockenlager und dann nehmen wir das am Donnerstag mit zum Markt. So, die letzten beiden Kälbchen. Jetzt ist der Kühlschrank voll. Das ist das letzte für heute. Jetzt haben wir erstmal alles durch. Und dann sehen wir uns morgen und dann gibt es Kartoffelsalat ohne Ende Kartoffeln schälen und Krautsalat. Genau, und noch ein paar Kleinigkeiten. Schön Zwiebeln, das wird morgen ein bisschen in den Augen wehtun. Genau, bis morgen.